Wissen Sie, Karajan als Dirigent hat auch, wenn er einen Taktstock hatte, Sie konnten bei ihm den Takt nie richtig deutlich sehen. So ein 2, 3, 4 in den 1000 Variationen, you name it. Bei ihm war es ein Ziselieren der Musik. Also er ließ Musik entstehen durch seine Körpersprache und seine Energie, die er geteilt hat und verlangt hat auch. Was war dann das Besondere, was er auf die Bühne gebracht hat bei den Sängern oder generell bei den ganzen Inszenierungen? Es war wirklich spaßig mit ihm zu arbeiten auf der Bühne. Er war so, besonders natürlich mit dem Falstaff. Es hat ihm unglaublich Spaß gemacht, selber das zu inszenieren und die ganze Thematik, dieses Humor von Shakespeare bereichert noch unglaublich, von Verdi und so weiter in der Musik auch. Hat ihm sehr gefallen. Und er wollte das auch so filigran und leicht und flüssig und unglaublich einfallsreich inszenieren. Und zuweilen war er auch sehr dankbar für Input seitens des Sängers. Er hatte ja eben Sänger da, ein Ensemble, Sie kennen es ja, also das wirklich das Crème de la Crème war in der Zeit. Ja. Leute, mit denen er schon sehr viel gearbeitet hatte und Neulinge, wie ich es war und die Janet Perry, die Nanetta gesungen hat. Aber er wusste auch, wie wichtig diese zwei Gestalten sind für das Gelingen der Produktion. Er sagte auch, das sind die Figürchen auf dem Kuchen. Und so wollte er sie auch haben, so filigran und durchsichtig und anders als die anderen Figuren. So unwirklich teilweise. Und ich habe dann letztendlich mit dem Maestro debütiert im März 1980 bei den Osternfestspielen mit dem Mozart-Requiem. Da ist wieder was Besonderes passiert. Und zwar, ich pflegte immer sehr knapp zu kommen an die Theater, an die Konzerthäuser. Und das war auch nicht die Ausnahme. Aber ich habe mich zu Hause eingesungen, ich war schon angezogen und so weiter. Also für mich war es. Aber die alle saßen da so. Und ich, ja, eine Stunde vor dem Konzertbeginn noch nicht da war, eine halbe Stunde noch nicht da war, 20 Minuten noch nicht da war. So, ich kam 10 Minuten vor Beginn. Und dann hat mich nur der Portier aufgehalten und so weiter. Und dann bin ich einfach da weitergekommen und so. Und dann stand ich da für das Konzert und war richtig voller Energie, da richtig loszulegen. Und dann kommt die Tenorfanfare, Mozart Requiem, also herrlicher Einstieg. Natürlich im großen Festspielhaus so richtig geschossen. Und die ganze Party so richtig so gesungen. Und am Schluss kommt der Karajan und umarmte mich und so. Und dann beim Applausen bedanken und so. Und dann sagte er, sehr gut, aber Sie haben mich nicht ein einziges Mal angeschaut. Und ich habe gesagt, Maestro, ich habe Sie immer im Blickwinkel gehabt. Deswegen waren wir ja auch zusammen. Wir waren zusammen die ganze Zeit, garantiert.
Sagte er, das reicht nicht aus. Wir müssen uns in die Augen schauen. Nur so können wir gemeinsam musizieren. Ich dachte, so ein Blitzgedanke. Wer organisiert hier überhaupt den ganzen Laden? Wer engagiert mich? Wer bezahlt mich? Er? Also ja, mache ich. Maestro, morgen. Es war ein Konzert am nächsten Tag. Maestro, morgen schaue ich Sie die ganze Zeit an. Und dann ja, kommen wir raus und die Agnes Balzer, war die Mezzosopranistin, holt mich und so. Was hat dir der Maestro gesagt? Und sagt, er hat mir gesagt, ich soll ihn genau direkt in die Augen anschauen. Schau dir das mal an, sagt sie. Und ich vergöttere diesen Mann. Ich himmle ihn an. Und weißt du, was er zu mir sagt? Ich kann nicht von ihm genug kriegen. Sagt er zu mir, was schauen Sie mich an? Da ist das Publikum, die bezahlt. Schauen Sie hin. Ach, habe ich verstanden. Okay. Das heißt, Jüngelchen, komm erst einmal richtig hier in die Zange und dann ab da darfst du peu à peu frei werden. Okay. Nächsten Tag komme ich und ich sitze da und ich schaue Karajan. So, die ganze Zeit. Und er dirigiert und so und schaut mich an und so machte. Jetzt mal, dass er mich erwischt hat, so richtig macht er. Jawohl, so gehört sich das. Und so, und dann noch einmal und so. Und dann macht mir das Zeichen immer zum Aufstehen und ich stehe auf und so richtig so. Problem. Ich hatte ihn genauso auf diese Distanz. Und wenn wir singen, sagen wir ja, wir müssen irgendwo ein Ziel fixieren, weit weg, wo wir dann die Stimme hinschicken. Und, aber dieses Ziel auf einmal war er 1,5 Meter weg von mir oder 2 Meter. Ja. Und das veränderte mein akustisches Verständnis und prompt natürlich kam ein Kickser in dem ein kleiner Knackser. Aber Karajan hat so Folgendes gemacht. Der setzt ja so richtig. Und dann hat er mich nie mehr angeschaut. Er hat sofort verstanden. Meine Schuld. Das ist schön. Ja. Aber hatten Sie haben ja immer so großartige Erfahrungen mit ihm gehabt. Gab es auch mal Momente, wo Sie mit ihm aneinander oder wo es manchmal so ein bisschen kritisch war von der Situation? Sehr kritisch sogar. Also das wollte ich nicht so auf die große Platte servieren, aber nachdem Sie fragen. Es war genau bei der Regiearbeit zum Falstaff. Und es lief alles wirklich prima und wir hatten eine tolle Atmosphäre und so weiter und wir haben uns gut verstanden. Und plötzlich bei der Szene, wo der Tenor eben dann im 3. Akt, 4. Akt, seine Serenade singen muss mit dieser herrlichen hohen Einleitung. Er sagte zu mir, ja, gehen Sie auf die Bühne und da muss ich sagen, dass wir hatten die Aufnahme bereits gemacht, die Schallplattenaufnahme. Und wir haben mit dieser Aufnahme auch geprobt. Das heißt, also wir haben uns ständig gehört und somit musste man musikalisch nichts mehr dazu lernen oder anders machen. Das war ja wirklich sehr gut. Proben, die Aufnahme. Ja, mit der Aufnahme haben wir geprobt. Also die Szene sowieso und dann lief sie und dann hat er inszeniert und wurde gehalten und dann wieder angefangen und so weiter. Wir hörten uns die ganze Zeit. Ich meine, schwierig für jemanden, der nicht die Aufnahme gemacht hat und dann die Produktion machen will, hört sich ein Kollege die ganze Zeit. Das ist auch passiert, aber nicht in diese Produktion. Und ja, daher war alles in Ordnung. Und ich hatte diese Partie aber schon gesungen, in 2 Produktionen. Und ich hatte es verschieden gemacht. Aber grundsätzlich
als ich anfing zu singen, war ich bereits auf der Bühne, gut sichtbar und gut gestützt irgendwo. Und so habe ich mir gedacht, aha, die Riesenbühne vom Festspielhaus und so. Und dann eine große Eiche. Und mit einem Zweig, sehr, sehr massiver Zweig, habe ich gesagt, da werde ich mich hin platzieren und so. So, ich time das, meinen Auftritt und so weiter und so. Und dann er sagte, nein, ich sagte, gehen Sie zurück, ich sage Ihnen, wann Sie aufzutreten haben. Ja, bin ich zurückgegangen und so. Habe gesagt, es ist spät, will er, dass ich vielleicht unterwegs anfange zu singen. Jetzt ist sowieso zu spät, jetzt werde ich eben anfangen, von hinter der Bühne zu singen. Aber ich sagte, wo sind Sie? Ich habe gesagt, ich warte. Ja, worauf warten Sie denn? Dass Sie mir das Signal geben, wann ich losgehen muss, haben Sie doch gesagt. Ich soll warten. Sie will mir sagen. Ja, das sage ich. So, da hat er angefangen herumzumurmeln. Denn wahrscheinlich war er nicht gewohnt, dass ihm jemand so antwortet. Und dann fängt dort nochmal diese Einleitung des Hornes und dann sagt er, so, jetzt auf die Bühne. Viel zu früh. So, ich trete und mache eine Runde hinter dem Baum. Und so, ja, warum laufen Sie hinter dem Baum? Und ich sage, Maestro, ich weiß nicht, wo Sie wollen, dass ich stehe, wenn ich anfange zu singen. Aber jetzt habe ich so viel Zeit, dass egal, wo das sein wird, viel zu früh das sein werde. Deswegen wollte ich ein bisschen Zeit verschwinden lassen, da hinten. Nein. Kommen Sie direkt zu der, wo Sie das Licht sehen. Ah, das war genau da, wo ich gesehen hatte, dass ich singen wollte. Ja, gut. Also jetzt trete ich auf. Ja, die Musik ist langsam, so gehe ich langsam. Da, bisschen schneller. Schneller. Und ich bin da. Und warte. Ja, das ist viel zu früh da. Und ich gesagt, habe ich doch gesagt. Was haben Sie gesagt? Dass das zu früh war. Und so, ja, ist doch egal. Aber so, und dann fing er an zu schreien und ich zurückzuschreien. Und ja, mein Temperament ist durchgegangen und er mit dem Mikrofon, ich ohne Mikrofon, lauter als er. Und dann eine seiner Assistenten kam und stellte sich mir so vor mir und sagte, sei still, antworte ihm nicht mehr. Der war weiß wie die Wand. Antworte ihm nicht mehr, sei still. Also auf jeden Fall, dann sagte er, so, Probe ist zu Ende. So, ging alle nach Hause. Ja, die Kollegen waren so richtig, alle so, bin ich da? Und ja, niemand hat was kommentiert. Bin nach Hause gegangen und dann dachte ich mir so, das war's. Aber ich muss mich irgendwie in dem Spiel auch anschauen können, jeden Tag. Konnte ich einfach nicht kuscheln und am nächsten Tag tatsächlich werde ich gerufen für die Probe. Offensichtlich hatte er keinen Ersatz gefunden. Und, aber er hat mich richtig ignoriert, richtig unsichtbar gemacht. Das kann ein indianisches Volk von uns in Mexiko im Süden machen. So ihre Widersacher oder Feinde unsichtbar zu machen. Hat mich unsichtbar gemacht. Und dann kamen wir zu den ersten Durchlaufproben. Und er hat eine Gruppe an Freunden eingeladen, seine Frau unter anderem, so an die 14, 15 Menschen. Und da ich wusste, dass Menschen da in der Probe anwesend sein würden, mehrere,
Und ein Freund von mir, den ich hier in München kennengelernt hatte, gefragt hat, ob er eben dann irgendeine Probe mit Karajan, das wäre sein Traum, erleben durfte, habe ich gesagt, heute ist der Tag, heute kannst du kommen. Da werden Leute sein, du kommst einfach in die Gruppe rein und setzt dich hin. Sag nicht, von wem du kommst, sag nicht, dass du von mir kommst, weil dann wäre es persona non grata wahrscheinlich. Und ja, so hat es gemacht und so er saß in dieser Gruppe. Und dann war mein erster Auftritt mit diesen Aufnahmen. Karajans saß mitten in dieser Gruppe. Und eine Frau sagt zu ihm, wow, wo hast du diesen wunderbaren Tänzer hergeholt? Das ist kein Tänzer, das ist ein Sänger. Ein Sänger? Schau mal, wie elegant und wie filigran und wie, wow. Ich bin begeistert und so, das ist ein Juwel hast du da gefunden und so. Hat noch gar nicht gesungen. Und dann fange ich an zu singen. Und er singt ja auch noch himmlisch. Und die hat die ganze Zeit nur von mir geschwärmt. Mein Freund hat alles mitgehört, natürlich. Und er konnte nicht warten, bis er mir das berichten konnte. Das Ergebnis war, dass er tatsächlich dann am Schluss der Probe kam der Karajan auf der Bühne, hat uns alle eben dann eingesammelt und so. Und kam und hat sich neben mir gestellt und hat mich so umarmt. Und hat so gesagt, so, ja, das war sehr gut, aber ohne mich anzuschauen. Ja, das war sehr gut, die Probe und so, also morgen kam wieder das Orchester und dann erwarte ich mir genau die gleiche Leistung. Vielen Dank, bis morgen. So richtig tätschelt und so unter der Mutter. Okay, hast einen Punkt auch gemacht. Aber wir hatten kein Disput mehr. Gab es kein Gespräch mehr danach? Diesbezüglich nicht. Aber vorher, nicht bei Mozart, sondern bei den Proben für den Falstaff, hat er mich ständig zu sich geholt. Und hat mich mit seinen Töchtern bekannt gemacht und so weiter. Und vielleicht auch dann erfuhr er, dass ich bereits verheiratet war und 2 Kinder hatte und so. Und dann war es nicht mehr so interessant für ihn, so als zukünftiger Schwiegersohn oder sowas in Frage zu kommen. Und ja, nein, die Beziehung hat sich tatsächlich ein bisschen abgekühlt nach dem Vorfall. Aber wie gesagt, wir haben noch viele Sachen zusammen gemacht, Konzerte vor allem und die 2 Serien von Falstaff-Vorstellungen, 2 Saisons. Und dann die letzte Produktion, die er dann gemacht hat, war das Maskenball. Hätte ich auch mit ihm machen sollen. Aber es kam durch seinen Tod nicht mehr dazu. 1980, als die Zauberflöte gefilmt und aufgenommen wurde, war ja, glaube ich, die Entstehungszeit auch von Telemundial. Ja. Gab es da irgendwas Besonderes in dieser Zeit oder durch diese Entstehung dieser Firma von ihm? Nein, weil für mich war sowieso alles neu. Und es war beeindruckend, dass immer alles gefilmt wurde, egal ob Probe oder Gespräch oder was auch immer, alles wurde gefilmt, die ganze Zeit und ziemlich aufwendig gefilmt. Aber für mich war es eine Selbstverständlichkeit, also ich kam schon, als das bereits im Gange war, sodass es mich nicht weiter verfremdet hat. Ich habe gesagt, so, das ist Karajan. Aber das war die erste Aufnahme überhaupt? So war sie auch. Also jede Sekunde wurde gefilmt und aufgenommen. Ja. Toll. Auch als er geprobt hat. Also es war. Wobei ich muss mich korrigieren. Die Aufnahme der Zauberflöte war in Berlin. Und es waren die Berliner Philharmoniker. Und die Aufnahme des Falstaffs war in Wien. Ja. Eine Frage habe ich noch zum Schluss.
Sie haben ja mit vielen Dirigenten zusammengearbeitet. Was macht den Unterschied oder was ist der Unterschied eines Dirigenten vom Proben oder vom Spielen her als Zuschauer oder auch als Sänger mit den Dirigenten zu arbeiten? Oder was macht ein Dirigent besonders? Wir reden ja natürlich über gute Dirigenten, über erstklassige Dirigenten. Ja, jede ist ein Mikrokosmos per se. Und gerade eben dann diese Individualität ist so wichtig. Inwieweit er fähig ist, wirklich mit einem Ensemble produktiv zu arbeiten, kreativ und produktiv zu arbeiten. Inwieweit kann er dieses Ensemble motivieren, gewinnen oder auch trotz Widerstands leiten? Und jeder hat seine eigene Art, aber alle großen Dirigenten haben gemeinsam gehabt, und zwar Karajan, Karl Böhm, Colin Davis, Carlos Kleiber, Muti, Abado, etc. Sie haben erst einmal die Beschaffenheit, die Natur des Sängers erfassen wollen, um dann weiterzumachen. Musste man dann auch immer aussingen bei den Proben? Oder konnte man dann auch mal mit Mezza Voce, also ein bisschen zurück, sich schonen? Ja, noch eine andere Gemeinsamkeit von diesen großen Dirigenten. Ich finde, dass keiner von uns, kein Musiker, kann behaupten, ich habe so gerne und so mit ihm musiziert. Das war so ein Spaß. Das war nie ein Spaß, weil diese Dirigenten, die haben die absolute Konzentration und Einsatzbereitschaft verlangt. Und Sie haben es gesehen, im Moment, wo ein Dirigent den Taktstock genommen hat, diese Sorte, alle Musiker waren so. So. Und nicht so richtig, jetzt machen wir so richtig was. Nein. So. Und bei uns Sänger war genau so. Aber das Besondere war, jeder auf seine Weise konnte einem zu einem bestimmten Ziel führen. Nun, Karajans Ziel war die Mystik. Denn das sagte er wortwörtlich, ich spürte das ja bei der ersten Begegnung, aber er hat es gesagt, als wir bei der Aufnahme der Zauberflöte diesen ersten langen Take, den gelungenen, abhören gegangen sind. Und wir hatten ja beide Techniken, die digitale und die analoge. Und er hat gesagt, ja, fangen wir mit der analogen Aufnahme an. Wir hörten uns die analoge Aufnahme und es war so, wie man sich vorstellen kann, im Kino, so ein Leinwand, rektangular, sehr breit, aber eckig. Wunderbar. Und dann die digitale Aufnahme. War der ganze Zirkel. So. War atemberaubend. Wir waren alle begeistert und Karajan saß da so. Sagte, Maestro, was meinen Sie? Sagte, ja, das ist sehr beeindruckend. Aber diese Technik vermag auch nicht, den Geist herzuholen, den ich da draußen beschwöre. Ein gutes Schlusswort. Eins habe ich noch. Noch eins. Es ist ja, Puccini hat seinen eigenen Klang, Verdi, Mozart. Hat Karajan versucht, diesen Klang hervorzurufen, dass man Puccini auf Puccini-Weise spielt, Mozart bei Turandot oder Verdi, oder hat er versucht, seine eigene Klangvorstellung zu interpretieren? Ja,
ist eine sehr gute Frage und sehr berechtigt, weil Karajan war eine Ansammlung von vielen Faktoren. Und das machte ihn einmalig. Unter anderem eben eines ganz Wichtiges, und zwar ein ganz wichtiger Faktor, dass er seinen eigenen Klang kreiert hat. Mhm. Den Karajan-Klang wurde zu einem Begriff. Und die Berliner Philharmoniker haben den Karajan-Klang gekonnt und die Wiener Philharmoniker haben den Karajan-Klang gekonnt. Er hatte so seine Tricks, wie er das schaffte. Wie gesagt, diese Betonung auf die tieferen Instrumenten, das Blech, Celli, Bässe, Kontrabässe, Fagott, etc., Kontrafagott. Das war besonders. Und zum anderen die Tempi und die Übergänge. Wissen Sie, Karajan als Dirigent hat auch, wenn er einen Taktstock hatte, Sie konnten bei ihm den Takt nie richtig deutlich sehen. So ein 1, 2, 3, 4 in den 1000 Variationen. You name it. Bei ihm war es ein Ziselieren der Musik. Also er ließ Musik entstehen durch seine Körpersprache und seine Energie, die er geteilt hat und verlangt hat auch. Das war die Einmaligkeit von ihm. Wie gesagt, diese Zauberflöte wurde damals der Höhepunkt meiner Karriere und blieb der Höhepunkt eben dann für lange, sehr lange Zeit. Aber nach solchen Erlebnissen trachtet man ja als Künstler. Und es sind welche gekommen. Vielleicht nicht in der prägnanten und wichtigen Art und Weise wie bei dieser Aufnahme. Aber nein, ich finde, dass jedes Erlebnis mit ihm war wirklich etwas, was man als einmalig bezeichnen konnte. Gerade zum Beispiel bei dem Konzert der Schöpfung bei den Festspielen. Da kam meine ganze Familie mit, von Mexiko, von überall kam mit. Meine Lehrerin, die mich in Mexiko ausgebildet hatte, die Wienerin Erika Kupacek, um dieses Konzert zu erleben, weil mit ihr habe ich eigentlich mein Konzertdebüt gemacht in Mexiko, mit der Schöpfung, mit ihrem Chor. Ja. Für Sie können Sie sich vorstellen. Auf jeden Fall mit Karin das zu erleben und so. Und mein Schwiegervater zu der Zeit war ein sehr, sehr gebildeter Mann und sehr, sehr starke Natur. Nach dem Konzert sagte er, ich glaube, das war das letzte Konzert von ihm. So sublim war das. Aber er hat noch weiter dirigiert, noch einige Jahre. Aber man hatte wirklich das Gefühl, durch diese Einmaligkeit, so, das war's, danach nichts mehr. Ich empfehle Ihnen, etwas zu sehen, und zwar, was Karajan, wenn Sie Karajan erfassen wollen, in seiner ganzen Potenz. Ich habe ihn leider schon erlebt, als er angebrochen war durch diesen Unfall, den er hatte, mit seinem Rücken. Aber den potenten Karajan erleben Sie bei der Inauguration der Berliner Philharmoniker. Da hat er die Egmont-Ouvertüre gespielt mit dem Berliner, nachdem die ganzen Innovationen und Zeremonie der Inauguration und so weiter stattgefunden hat. Betritt er die Bühne und ein sehr agiler Mann, sehr sportlich, mit dem Taktstock, der hat einen kurzen Taktstock. Er liebt und tritt er so von der Breite des Podiums so richtig und begrüßt die ganzen Innovationen so am Passant so richtig bis zu seinem Podium
steigt er, geht hoch mit beiden Händen und sinkt bis auf die Hocke. Mit der ganzen Kraft. Diese Explosion von Seduako, es ist etwas Atemberaubendes. Ja. Wo Sie es finden können, Sie müssen es haben. Ja. Schauen Sie sich das mal an und sagen Sie mir, was Sie meinen. Mache ich, danke. Ja. Da erfahren Sie diese Karajan-Energie. Ja. Super. Vielen Dank für das spannende Interview. Sehr gerne. Dankeschön. Sehr gerne. Danke.